Wir schauen uns heute mal Lochsägen an. Nee Leute, wir schauen uns zwar heute Lochsägen an, aber jetzt nicht diese Riesenmonster, sondern wir werden jetzt einfach mal hier diese Lochsägen, die möchte ich euch gern mal vorstellen. Die sind von Mantrix, haben ein richtig tolles Schnellwechselsystem und natürlich wollen wir auch diese Lochsägen einfach mal testen. Das ist mal eine Lochsäge, oder? Leute, aber um diese Lochsäge wird es jetzt nicht gehen, um diese Größe zumindest mal nicht. Denn wir schauen uns heute mal richtig super tolle, ich sage jetzt mal Lochsägen mit einem Schnellwechselsystem von Mantrix einfach an. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wer Gipfelholz schon länger verfolgt, der weiß vielleicht so roundabout, so vor 3 Jahren, habe ich schon mal Lochsägen vorgestellt. Das sind die Profit Lochsägen und die sind eigentlich echt super tolle Lochsägen. Und es sind auch sehr, sehr viele begeisterte User gewesen, die dann diese Lochsägen auch benutzt haben. Und auch ich sage jetzt mal, die Resonanz war echt positiv. So Leute, aber ich habe hier ich sage jetzt mal ein anderes System auf dem Tisch von Mantrix, die ich entdeckt habe. Und die wollen wir uns einfach mal genauer anschauen. Und vor allem wollen wir uns anschauen, was es für Vorteile gegenüber der Profit einfach hat und ob diese Lochsägen auch was taugen. Wie schaut's bei euch aus? Was für Lochsägen verwendet denn ihr? Ich habe da jetzt noch bis vor 3 Jahren diese absolut billigen Lochsägen hier verwendet. Ich war da aber nie so wirklich zufrieden mit den Dingern. Und vor allem hat mich das sowas von dermaßen genervt, wenn da praktisch das Ausgesägte dann hier in der Lochsäge drin hängt und man mit dem Schraubenzieher das Ganze rausdrücken muss oder wie auch immer das mal rausbekommt. Das war immer furchtbar. Ja, und dann bin ich ja umgestiegen vor über 3 Jahren auf die Profit Lochsägen. Und dieses Schnellwechselsystem, da war ja dieses Problem allein schon mal weg. Die haben super funktioniert. Die funktionieren auch noch nach 3 Jahren perfekt, muss ich sagen. Super Lochsägen. Aber jetzt habe ich halt dieses neue System entdeckt. Oder was heißt neues System? Ich habe einfach diese Mantrix Lochsägen entdeckt. Und die sind aus meiner Sicht noch besser als die Profit. Und deshalb wollen wir uns sie einfach mal anschauen. Ich hole euch jetzt mal einfach mal her. Ihr seht, der ganze Tisch ist ja schon voll mit verschiedenen Material und. Aber wir wollen uns jetzt gleich mal rein ins Video starten und wollen uns diese Lochsägen einfach mal anschauen. Um diese Lochsägen geht's hier um die Orange-Serie. Die Orange-Serie, ich sehe jetzt hier eine ganze Auflistung hier drüber, was Mantrix für verschiedene Lochsägen hat. Also da ist alles wirklich dabei. Hier ist vom Katalog von Fish Tools haben wir das Ganze aufgeführt. Und zwar geht's heute um die Super X-Cut. Das ist dann praktisch hier, wie man sieht, für Weichholz, Hartholz und so weiter, Stahl und so weiter nicht. Da gibt's andere dafür. Auch Steine verschiedene und Kunststoff und Plastik. Und das ist jetzt hier die saubere Löcher. Bei sauberen Löchern ist jetzt kein Häkchen dran. Das heißt, es ist eher für die bisschen gröberen Löcher gedacht. Für feine Löcher muss man dann doch auf andere dann gehen. Aber das wollen wir uns einfach mal nochmal genauer anschauen. Ja, ihr seht es hier mal eine komplette Kassette mit den gängigsten Lochbohrern drin. Man kann die natürlich auch einzeln alle kaufen. Zu diesem System kommen wir nämlich gleich. Aber ihr seht jetzt hier schon mal einen HSS-Bohrer und wir sehen jetzt hier schon mal einen Steinbohrer drin. Denn Steinbohrer, diese Sachen sind natürlich auch für Gipskarton und weichen Stein, Gips, weiche Fliesen, weicher Beton, Backstein und so weiter sind diese Lochsägen auch geeignet. Aber ebenso natürlich auch Holz, Hartholz, Weichholz, Spanplatte, MDF, Sandwichplatten und so weiter und so fort, Fensterrahmen und sowas können wir damit alles bohren. Die Lochsägen sind mit Hartmetall bestückt und ihr seht es hier auch schon mal tolle, schöne Öffnungen. Das ist für den Materialabtrag geeignet oder für die Materialabführung. Bei den ganz größeren Modellen, da haben wir dann nämlich oben auch nochmal Öffnungen für den Materialabfuhr, für die Materialabfuhr. So, und jetzt schauen wir uns mal das Wichtigste an, was mir daran einfach so toll gefällt. Das ist dieses Schnellwechselsystem. Das ist dieses System und das klickt man einfach in diese Führung ein und das ist das ganz Tolle dran. Das ist ein riesengroßer Knopf dran, da drückt man einfach drauf und kann das Ganze dann hier einklicken und schon ist es fest. Jetzt wollen wir uns das Ganze nochmal bei den Profit-Lochsägen anschauen, die ich schon mal vorgestellt habe. Im Endeffekt ist es so ein ähnliches System. Aber jetzt schaut mal diesen kleinen Knopf an. Wir haben hier schon mal einen sehr, sehr kleinen Knopf, den wir dann drücken müssen. Und jetzt fällt euch gleich jemandem was auf. Jetzt schaut's mal. Das hat mich eigentlich so ein bisschen an den Lochsägen gestört. Hört ihr das? Wir haben hier einfach Spiel. Und das ist der einzige negative Punkt bei den Profit gewesen, dass jetzt hier einfach
das Ganze einklicke und hier, schaut's mal, ich habe hier einfach Spiel. Wenn ich jetzt mir dieses System einfach vom Mantrix anschaue, ich klicke das Ganze drauf und hier hört's hier gar nichts. Also das ist wirklich komplett einmal fest und hier habe ich überhaupt kein Spiel. Dieses Schnellwechselsystem ist auch richtig robust, kann man sagen. Also wirklich richtig toll. Man kann hier auch ganz einfach, man braucht hier nur einen Imbusschlüssel und man kann dort ganz einfach auch diesen Bohrer dann einfach austauschen. Das heißt, ich kann da aus diesem System Imbusschlüssel aufmachen und kann zum Beispiel auch einen Steinbohrer einsetzen. Wenn man das Ganze jetzt nochmal mit den Profit vergleicht, ich muss immer dieses komplette System kaufen. Also das heißt, das System, das Schnellwechselsystem ist an jedem Lochbohrer dabei, Lochsäge dabei und das muss ich ja jedes Mal mitbezahlen. Deshalb sind auch diese Lochsägen günstiger als die Profit. Und das ist einfach dem zu Schulde, dass ich das einfach mitzahlen muss. Und wenn ich jetzt den Bohrer tauschen will, wenn er stumpf ist oder sonst irgendwas, dann muss ich diesen kompletten Bohrer kaufen. Das habe ich bei den Mantrex nicht. Da kaufe ich einfach nur diesen Bohrer. Das Schnellwechselsystem ist ja extra und ich zahle auch dieses Schnellwechselsystem nur einmal und muss dann nicht jedes Mal, wie bei dem Profit, dieses Schnellwechselsystem mitbezahlen. Deshalb sind wir einfach günstiger dabei und kann den Bohrer auch ganz easy tauschen. Die Bohrer sind auch günstiger. Und jetzt kommt der richtig tolle Vorteil. Denn der ein oder andere wird jetzt bestimmt sagen, ja Moment, ich habe noch so viele andere Lochsägen und die möchte ich weiter benutzen. Hey Leute, das ist absolut kein Problem, denn es gibt nämlich auch verschiedene Adapter. Jetzt holen wir die ganzen Adapter einfach mal her. Das sind jetzt zum Beispiel 5/8 Zoll Adapter, das sind 1/2 Zoll Adapter. Da gibt es verschiedene Adapter einfach. Und ihr seht, ich kann es einfach hier wegdrehen, diesen Adapter. Oder was heißt Adapter? Der ist ja auf jeder Lochsäge drauf. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel jetzt mal diese Milwaukee. Milwaukee Lochsäge habt ihr noch daheim vielleicht. Super, kein Problem. Nehme ich diesen Adapter oder halt diese 5/8 Eindrehgewinde, mache das Ganze drauf und kann dann schon meine Milwaukee zum Beispiel hiermit benutzen. Das geht auch mit anderen Herstellern. Ob das jetzt ein Bosch ist, Bosch passt genauso drauf. Die meisten Lochsägen haben einfach diese 5/8, aber wie gesagt, es gibt auch Halbzoll und so weiter. Das kann ich dann einfach hier drauf drehen und kann auch meine anderen Lochsägen mit diesem Schnellwechselsystem benutzen. Was natürlich jetzt suboptimal ist zum Beispiel, wenn man jetzt diese absolut billig Lochsägen mal verwendet. Ja, Leute, selbst dort passt es drauf und ihr könnt sogar eure absolut billigen Lochsägen weiterhin benutzen. Naja, was ist vielleicht suboptimal, aber es wäre auf jeden Fall auch möglich. So, jetzt tun wir mal das ganze andere hier weg. Also es gibt auch noch mehr Adapter. Es gibt auch diese Adapter noch mit diesen Stiften mit dann drin oder mit diesen Schräubchen da. Gibt's dann auch mal. Das sind 5/8 mit Schrauben dran. Gibt's auch noch. Kann ich euch auch noch verlinken. Und das Ganze gibt's sogar noch in M24, wenn ihr jetzt sogar noch Lochsägen mit M24 habt. Denn sowas gibt's nämlich auch. Gibt's auch. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr vielseitig einzusetzen, dieses System. Und dieses System, Schnellwechselsystem, kann man natürlich auch hier separat einfach nur kaufen. Jetzt noch ein weiterer Vorteil, der mir sehr, sehr gut gefällt. Es gibt nämlich auch Adapter noch für Lochsäge in Lochsäge. Hä? Wozu braucht man Lochsäge in Lochsäge? Ganz einfach, ihr habt ein Loch gebohrt und wollt dieses Loch vergrößern. Es gibt zwar auch Mittel und Wege, das Ganze ohne irgendwie sowas zu machen, aber ich finde es natürlich hier tausendmal praktischer. Also das heißt, ich möchte zum Beispiel diese Lochsäge, das Loch vergrößern. Das mache ich mal diesen Adapter raus. Jetzt haben wir hier 3 Adapter, einmal Halbzoll, einmal 5/8 Zoll und einmal 5/8 auf Halbzoll. Also das heißt, ich kann da auch nochmal kleinere drauf, mit einem kleineren Gewinde drauf machen. Jetzt nehmen wir den 5/8 und drehen den mal komplett einmal in die größere Lochsäge einfach mal rein. Und entfernen wir mal diesen Schnellverschluss hier. Und jetzt seht ihr, ich kann jetzt hier, ist das Gewinde ein bisschen länger, das schaut hier oben raus. Und jetzt brauche ich einfach nur diese Lochsäge hier drauf drehen. Und jetzt seht ihr auch, dass diese Lochsäge ein bisschen nach oben, nach vorne rausschaut. Das ist ja zum Zentrieren gedacht. Jetzt muss ich nur meinen Schnellwechseladapter nehmen oder mein Schnellwechselsystem nehmen, draufklicken und schon kann ich wirklich super sauber Löcher vergrößern. Das funktioniert echt mega. Das hat bei den Profit natürlich auch funktioniert, aber da war das nicht ganz so optimal, muss ich zugeben. Wenn man das jetzt mal schaut, ich klicke das Ganze hier rein und jetzt könnte ich theoretisch hier hinten noch einen draufspannen.
funktioniert auch. Aber das Problem ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt hier Druck ausübe, kein Problem. Aber wenn ich jetzt auf den hinteren Druck ausübe, dann ja, rutscht es weg. Oder ich müsste jetzt praktisch erstmal ein bisschen anbohren, müsste dann den hier dann wieder rausmachen, dass es dann hier Klick macht. Und muss den wieder vorschieben und dann macht's Klick und dann könnte ich weiterbohren. Aber gut, wie gesagt, ja, hat funktioniert, aber mit diesem Mandrex-System ist es tausendmal besser mit diesen Adaptern, die theoretisch ja auch, wie gesagt, auch auf jedes andere System drauf passen, wie zum Beispiel Bosch und die ganzen anderen Lochsägen. Und ja, ich könnte auch theoretisch jetzt hier meine alten Profit Lochsägen, könnte ich jetzt genauso umbauen, weil ich muss jetzt bloß diesen Verschluss hier oben abbekommen. Die sind gar nicht so leicht abzubekommen, aber es ist definitiv möglich und ich kann dann auf meine alten Profit Lochsägen theoretisch genauso auch mein anderes System von Mandrex wieder drauf machen und gut ist. Also das ist echt top. Ah ja, bevor ich es vergesse, hier habe ich noch eine andere Kassette. Ihr seht da einfach mal verschiedene Lochsägen in einer Kassette drin, auch mit Adaptern, mit Diamantbohrer mit dabei, mit Steinbohrer und zum Beispiel einem Holzbohrer, HSS-Bohrer und so weiter. Das seht's. Also wir haben da wirklich eine riesengroße Auswahl, was es da alles gibt. So Leute, was meint ihr jetzt schon mal darüber? Also ich sehe es einfach so, wir kommen mit diesen Lochsägen, einfach mit diesem Lochsägensystem von Mandrex 40 bis 60% günstiger weg, wie zum Beispiel jetzt bei den Profit Lochsägen oder wie auch bei anderen Modellen einfach. Also ich finde dieses System echt top, weil es wirklich super, super vielseitig einsetzbar ist und einfach nur Vorteile bringt, wie nur diesen Bohrertausch, dass ich nur das einmal kaufen muss und dass ich nicht jedes Mal zahlen muss und so weiter. Aber ich habe es ja gerade eben vorhin erwähnt. Aber heute geht es natürlich jetzt erstmal um diese Teile hier. Wir werden natürlich diese Super X-Cut jetzt einfach nochmal anschauen und wir werden dann natürlich jetzt mal in den Praxistest gehen. Ich habe jetzt mal meinen Groglock hier aufgebaut und wir werden jetzt erstmal in den Praxistest gehen. Aber ich werde jetzt erstmal hier in dieses, was ist das, eine Dreischichtplatte ist das, werde ich jetzt mit so einer billigen Lochsäge, aber billigen Lochsäge mit dem Schnellwechselsystem natürlich dran, weil ich das ja umbauen kann. Und da werden wir jetzt mit der Billigsäge jetzt einfach mal dort ein Loch bohren und dann werden wir mal anfangen mit dem Mandrex Lochsägen, wie die so funktionieren. So, erster Test mit dieser Billiglochsäge in die Dreischichtplatte. Um Gottes Willen. Also so ging es mir die ganze Zeit früher, Leute. Ihr habt ja gesehen, wie das qualmt hat. Meine Güte. Oh, die ist ja richtig heiß jetzt. Da aufpassen. Nee, da warte ich noch ein bisschen. Also, ihr seht, mit diesen Billiglochsägen, so habe ich früher meine Löcher gebohrt. Und da war ich echt, das hat es gleich verbrannt hier. Und jetzt schauen wir mal, spannen wir mal jetzt, wenn das mal abgekühlt ist, das Ding, dann spannen wir mal den Mandrex ein. So, die Mandrex einfach drauf. Klick, fertig. Und jetzt schauen wir mal, wie es da so abgeht. Habt ihr das gesehen? Innerhalb von ein paar Sekunden war das da und das Loch ist wirklich super sauber eigentlich. Und mir ist jetzt gleich mal das Ausgebohrte rausgefallen. Also das war überhaupt kein Problem, das rauszubekommen. Aber sollte es jetzt da drinnen stecken, also stellt euch vor, es steckt jetzt da noch drin, dann braucht ihr das ganze System einfach nur vorziehen und schon ist es im Endeffekt draußen. Also ihr seht, ihr braucht es ja praktisch nur rausholen und fertig. Also das ist überhaupt kein Stress und dann steckt ihr das Ganze wieder rein und gut ist. So, jetzt schauen wir uns mal das Lochbild an. Also ihr seht eigentlich dafür, dass ihr wirklich, ich sage jetzt mal für gröbere Sachen, ist wirklich komplett sauber gebohrt. Und ihr seht es hier bei dieser Billigsäge hier, wie das gequalmt hat und doch Verbrennungen gegeben hat. Aber ich finde das Lochbild echt schön. 21 mm Multiplex wollen wir natürlich auch mal anschauen, wie es da schön durchgeht. Wie Butter, Wahnsinn. Also richtig schön und sauber geht es da richtig schön durch. Natürlich hat es unten ein bisschen Ausrisse, das ist ganz klar, weil ich da nichts untergelegt habe. Aber sonst echt mega. Innerhalb von Sekunden geht es hier wirklich durch.
Jetzt habe ich mal ein bisschen Dreck aufgesammelt. Dreck kann man das gar nicht fast nennen. Schaut's mal, das ist richtige Späne, was hier rauskommen. Wir haben ja hier für den Materialabtrag wirklich richtig schöne große Öffnungen. Und ihr habt es vielleicht gesehen, dass da wirklich richtige Späne rauskommen. Bei diesen Billiglochsägen teilweise kommt dann wirklich nur Staub und Qualm raus. Und hier sind es richtig schöne Späne. Eigentlich braucht man den Test gar nicht mehr machen. Das ist jetzt Buche Leimholz, Hartholz also. Eigentlich braucht man gar nicht machen, weil ich weiß, die Dinger gehen durch wie Butter. Aber wir machen es trotzdem mal. Mei, was ich da für schönes Holz für euch zerstöre. Krass. So. Also auch wirklich komplett durch. Hey Leute, das Ding geht durch wie Butter. Also diese hartmetallbestückten Zähne, die sind echt richtig top. Wahnsinn. Cool. Oh nein, ich habe zu klein gebohrt. Ich hätte einen halben Kilometer größer bohren müssen. Ja, Spaß beiseite, Leute. Aber ihr seht, normalerweise müsste ich mir jetzt eine Schablone machen mit dem richtigen Loch, müsste es dann draufspannen und kann die Lochsäge ansetzen und kann dann größer bohren. Aber schaut's mal. Das ist jetzt Lochraster sage ich schon, Lochsäge in Lochsäge, wie wir vorhin gesagt haben. Und jetzt können wir ganz einfach dieses Loch größer bohren, indem wir die kleinere reinmachen in die Mitte. Und das Ganze können wir jetzt dann ansetzen und können dann als Führung die kleine nehmen und das Loch einfach größer bohren. So, Kunststoff geht auch sehr, sehr schön. Also ihr seht es, ganz einfach das Loch gebohrt. Aber man muss beim Eintauchen, habt ihr glaube ich gemerkt, muss man sehr vorsichtig eintauchen. Aber perfekt. Ja Leute, ihr kennt aber wahrscheinlich auch dieses Bosch-System, dieses Bosch-Schnellwechselsystem, ist ja im Endeffekt auch ganz gut. Aber jetzt zum Beispiel bei denen, da ist es einfach fest dran. Ich bin einfach festgefahren auf dieses Schnellspannsystem von Bosch. Das genauso, das lässt sich nicht abmachen, dieses Teil. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Es gibt natürlich auch Bosch Lochsägen, wo man das Ganze abmachen kann. Ihr seht es hier, da kann ich dann wieder dieses von Mantrex drauf machen, dieses System, und kann dann einfach mit dem bohren. Also ihr wisst, was ich damit meine. Dieses System von Mantrex ist einfach wirklich, für mich, aus meiner Sicht, ist es einfach so, ja, vielseitig einsetzbar. Und das gefällt mir einfach daran. Also wie gesagt, ich kann jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt einfach noch Bosch Bimetall Lochsägen habe, kann ich jetzt einfach dieses System drauf machen und gut ist. Also vorausgesetzt, es ist natürlich möglich, nicht so wie bei denen, da ist es nicht möglich, sind auch Bosch. So. Und wenn es dann passt, kann ich dann einfach meine Bimetall drauf machen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch Bosch habe, und kann einfach da reinbohren. So, und jetzt seht ihr, jetzt ist es gerade ein bisschen stecken geblieben, aber das ist dann kein Problem. Dann mache ich das Ganze einmal raus und stecke es dann wieder mal rein und kann es dann trotzdem einfach nochmal rausdrücken. Also das ist dann auch kein Stress. Boah, ich könnte noch Stunden weiter testen. Das macht richtig Spaß mit diesen Lochsägen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich muss aber erstmal ein bisschen aufräumen. Und wisst ihr, was richtig super ist? Knopf drücken und dann durch die Wand absaugen, durch meine Absauganlage. Da habe ich jetzt einen Staubsauger angeschlossen und dann ab geht's. Machen wir mal sauber. Alles wieder sauber in meiner Ecke da hinten. Perfekt. So, meine Lieben, aber bevor ich jetzt zum Fazit komme, eure Meinung ist mir wichtig und eure Meinung interessiert mich. Was habt ihr für Systeme? Wie findet ihr dieses System von Mantrex? Habt ihr das vielleicht schon im Einsatz oder findet ihr das richtig gut? Und da bin ich mal auf eure Meinung einfach mal gespannt, weil das ist noch gar nicht, das so ganz ausführlich bin ich ja gar nicht reingegangen. Da gibt's noch so viele andere Sachen. Ich werde euch den Katalog auf jeden Fall verlinken, das könnt ihr mal durchlesen, das Ganze. Und da sind so viele Sachen drin noch, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Und deshalb würde es mich aber trotzdem mal interessieren, was ihr bis jetzt von diesem System, was ihr da für eine Meinung drüber habt.
Wir kommen mal zu meinem Fazit. Also mit den Lochsägen bin ich richtig top zufrieden. Die schneiden echt super, super toll. Es gibt ja noch so viele andere Lochsägen und zum Beispiel, die habe ich jetzt auch nicht in diesem Video groß erwähnt. Das ist die Ultra X-Cut. Die ist für fast alle Materialien, Holz, Metall und so weiter ist die auch gedacht. Also wie gesagt, müsst ihr halt einfach mal draufschauen auf das Ganze. Das werden wir aber heute in dem Video nicht mehr eingehen drauf. Die Lochsägen echt perfekt, aber was mir jetzt echt am besten an diesem kompletten System eigentlich gefällt, ist einfach die Vielseitigkeit. Leute, ich habe hier so viele Adapter. Ich habe hier tolle Adapter, wo ich auch wirklich alle anderen möglichen Hersteller von Lochsägen benutzen könnt. Auch meine Profit kann ich damit einfach benutzen. Wo haben wir sie denn? Hier haben wir sie. Da ist es einfach nur die Profit draufgeschraubt und fertig. Und ich kann es weiter benutzen mit diesen ach so tollen. Es ist wirklich ein tolles System. Es ist sehr, sehr stabil. Und vor allem das Beste ist halt daran, im Gegensatz zu dem Profit damals, zu denen hier, dass es einfach absolut nicht wackelt. Es ist super von genau, es hat kein Spiel und ich habe echt einen super großen Druckknopf. Also ihr merkt schon, ich bin da wirklich begeistert und wenn ihr dieses System einfach mal in der Hand gehabt habt, dann seid ihr wahrscheinlich genauso begeistert, denn auch wenn ihr dann andere Lochsägen habt, die ihr nicht wegschmeißen wollt oder doch zum Weiter verwenden wollt, ihr könnt es ja trotzdem benutzen. Halbzoll-Adapter, 5/8 Zoll Adapter, M24 Adapter mit Schraubenadapter und so weiter. Und ich kann jede andere Lochsäge einfach weiter benutzen. Und vor allem die Kosten sind deutlich geringer, weil bei jeder Lochsäge zahle ich ja nur diese Führung mit. Und diese Führung ist nicht ganz so teuer, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Systemen. Da zahle ich ja immer dieses System hier mit und das macht sich natürlich auf den Preis bemerkbar. Das müsst ihr einfach wissen. Auch bei Bosch Professional, ja gut, da ist auch nur eine Führung dran, aber ich kann die Führung nicht abschrauben. Also ich bin da echt festgefahren auf dieses System und ich kann jetzt keine anderen Lochsägen damit benutzen. Also wie gesagt, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein, was ihr dazu zu sagen habt. Ich bin positiv überrascht von diesem System und ich kann es wirklich komplett 1:1 weiterempfehlen. Ich werde euch einiges unten in der Videobeschreibung natürlich für euch verlinken. Also ihr merkt, dass ich einfach begeistert bin von dem Ganzen, denn diese ganzen großen Sachen habe ich hier auch nicht erwähnt, diese großen Lochsägen, das ist auch richtig toll, diese Dinger. Und vor allem, die kann ich mit dem gleichen System betreiben. Also das gleiche funktioniert auch mit diesem großen Teil. Da gibt es halt natürlich eine spezielle Anschlüsse dazu, aber einfach nur Klick und drauf. Richtig super. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Eure Meinung ist mir wichtig. Abonniert den Kanal, unterstützt damit Gipfelholz. Lasst einen Daumen da. Abonnieren ist übrigens kostenlos. Lasst einen Daumen da, vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, bis demnächst und schöne, schöne Lochsägengrüße aus dem Allgäu. Bis dann. Servus.